Kinder in die Sklaverei verkaufen mussten. So you see the way of the times and how it was in those days. Also seht ihr, wie es damals zuging und an was sie alles für Opfer bringen mussten. The people were so poor that they sold their children, Die Leute waren so arm, dass sie ihre Kinder verkauft haben, so that the child could stay alive by being a slave. dass das Kind am Leben bleiben konnte, wenn es ein Sklave war. And so the more wealthy of the Jewish people were chastised for this. Die Wohlhabenderen der Juden, die wurden bestraft. Nehemiah said they should take the lead in this distressful situation. Nehemia hat gesagt, sie sollten die Leitung übernehmen in dieser schwierigen Situation. And you remember in the past, God is so against the injustice and oppression of the poor. Und ihr erinnert euch bestimmt daran, dass Gott auch schon in der Vergangenheit so gegen diese Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Armen war. And you still see his hand on this. Und das seht ihr immer noch, wie er dazu steht und seine Hand darin hat. And it wasn't in the Torah that people should be in this situation. Das stand nicht in der Tora, dass Leute in so einer Situation sein sollten. The more wealthy people of Judah were meant to look after their poor people. Denn die Wohlhabenderen sollten nach den Ärmeren schauen. So there's a general meeting, Da ist ein allgemeines Treffen and the wealthy are greatly chastised, und die Wohlhabenderen, die werden ermahnt, because they've taken advantage of their fellow Jewish people, denn sie haben die anderen Juden ausgenutzt and they're doing exactly what the pagans and the other nations are doing. und sie haben so gehandelt wie auch die Heiden und anderen Völker. And they're negotiating harsh terms of repayment. Und sie haben sie wollten gut bezahlt werden. So this is exactly why God wanted to keep the people living by the law and living for Him, so they wouldn't be led into these awful situations. Und genau deshalb hat Gott sein Volk auf das Gesetz hingewiesen, dass sie nicht in so einer Situation leben würden. And they were probably being forced to pay a monthly repayment. Und wahrscheinlich mussten die Wohlhabenderen monatlich Geld zahlen. And Nehemiah demanded that this all be finished. Und Nehemia hat gebeten, dass das alles ein Ende hat. And this was required in the law. Und das wurde im Gesetz auch vorgeschrieben. And so on, both the leaders agreed to do this. Und die Leiter haben damit übereingestimmt. And Nehemiah, as you'll see in chapter 5, advised a curse on anyone who didn't. Und Nehemia hat auch, wie ihr in Kapitel 5 lesen könnt, einen Fluch über die ausgesprochen, die nicht dem folgen wollten. So you see Nehemiah's leadership is really evident in this situation. Ihr seht also, Nehemias Leiterschaft, die hat wirklich einen Einfluss. And also he leads by example. Er leitet auch durch Vorbild. So he refuses to accept any of the food that should be allotted to him. Er nimmt nichts von dem Essen an, was eigentlich ihm zugewiesen war. He could have accepted a lot of food and money, but he didn't. Er hätte viel Geld und Essen bekommen können, aber er hat es abgelehnt. And prior governors would have accepted it and left the poor people poor and become rich, but he refused to do that. Also frühere Statthalter hätten das angenommen, aber er hat es abgelehnt. And he refused to gain land from others as well. Und er hat auch abgelehnt, Ländereien von anderen zu Because bekommen, they had no money. denn sie hatten kein Geld. So his expenses were enormous, you'll read, but that he would cover it himself. Also seine Ausgaben waren sehr hoch, aber er konnte das decken. So that's a great leader who leads by example. Also das ist ein großartiger Leiter, der durch sein eigenes Vorbild leitet. And so we're now into chapter 6. Jetzt sind wir im Kapitel 6. And the walls have been completed, and they're completed in 52 days. Die Mauern, die wurden in 52 Tagen fertiggestellt. And the gaps, there are still gaps in the walls. Da waren noch Lücken in der Mauer. The gates have not yet been installed. Die Tore waren noch nicht eingesetzt. And there's another effort by these local enemy to stop the efforts.
Und da gibt es nochmal Widerstand von den Beamten, damit der Mauerbau nicht weitergeführt werden kann. And so the Samaritan, the Ammonite and the Arab communities repeatedly invite Nehemiah to meet with them at an outside place. Und die Samariter, Ammoniter und Araber, die haben Nehemia treffen wollen. And then they intimidate him and attack him with words. Sie haben ihn eingeschüchtert und ihn beleidigt mit Worten. And they threaten to report to Artaxerxes that he's planning a revolt. Und sie haben gesagt, sie werden das Artaxerxes berichten, dass sie eine Revolte machen werden. Which is obviously untrue. Und das ist aber nicht wahr gewesen. But they want him to stop. Aber sie wollten, dass er aufhört. And so they write up this rumor and they put it in an unsealed seal. Also schreiben sie dieses Gerücht auf und packen das in einen nicht versiegelten Umschlag. An unsealed scroll. Oder ja, auf eine Schriftrolle, die nicht versiegelt war. So by doing that, everyone can see what's inside. Und indem sie das getan hatten, konnte jeder andere sehen, was da drauf steht. So the man who is delivering the scroll to the king would see what was written in it. Und derjenige, der den Brief überbracht hat, der konnte lesen, was drin steht. And the rumors could spread that the Jewish people were starting a revolt. Und somit konnte sich das Gerücht weiter verbreiten, dass die Jüdischen eine Revolte planten. And this would turn everyone against them. So dass sich alle anderen gegen sie aufgelehnt hätten. So we don't know whether the scroll got to the king. Wir wissen nicht, ob die Schriftrolle den König erreicht hat. But the plan was to turn everyone against him. Aber der Plan war, dass sich alle gegen ihn auflehnen. Gegen sie. Yeah. But Nehemiah refused to be intimidated. Aber Nehemia hat es nicht zugelassen, eingeschüchtert zu werden. Yeah, and he didn't take on the meeting. Und er hat nicht, war da nicht weiter beeinflusst. So if we look at Nehemiah's life and his prayers, Wenn wir uns Nehemias Leben und seine Gebete anschauen, we can see his internal struggles dann können wir seinen inneren Kampf sehen. and also his struggles to complete the wall. It wasn't easy. Und auch den Kampf, die Mauer fertigzustellen. Das war nicht einfach. In chapter 1 we see his repentance on behalf of the people. In Kapitel 1 sehen wir wie er Buße tut für das Volk, And he's seeking God wie er Gott sucht, even before he started, auch bevor er angefangen hat, while he's in Persia. da wo er noch in Persien ist, Well, he's still in Persia. But. wo er immer noch in Persien ist. And then his petition as he comes before the king, Und worum er bittet, ist vor den König zu kommen, as he approaches the king. da wo er vom König ist. And then we see this punishing prayer upon the three main enemies Da sehen wir das bestrafende Gebet für die drei Feinde. to Sanballat and Tobiah because of their insults, he prays. Gegen Sanballat und Tobia für ihre Beleidigungen. And then prayer when he's posting the guards. Es gab ein Gebet beim Aufstellen der Waffen. And then his plea to God to remember the generosity to the people. Und dann gab es eine Bitte an Gott, sich an seine Großzügigkeit zu erinnern. And then he prays again because he needs the strength. They all need the strength to finish the work. Und dann bittet er um Kraft, das Werk zu beenden, denn sie brauchten alle diese Kraft. And his prayer against those who intimidate him. Und auch im Gebet gegen seine Einschüchterer. And so everything he holds in prayer. Also hat er alles im Gebet. And so they complete the wall. Also stellen sie die Mauer fertig. And the work has gone on despite this continual harassment. Und die Arbeit ging weiter trotz all der Einschüchterung. And there's a word oath is mentioned. It probably refers to the trade agreements and the intermarriages that are going on. Und da haben wir das Wort Eid oder Treue geschworen, das sich wahrscheinlich auf die Handelsabkommen und Heiratspolitik bezieht. And then the gates are set in place. Also werden die Tore eingesetzt. And the gatekeepers were appointed. Die Torhüter wurden eingesetzt. And a schedule was set for the opening and the closing of them.
Und es gab einen Plan, wann sie geöffnet und geschlossen waren. So they wouldn't be open all the time, they'd be open at set times and closed at set times. Die Tore wären also nicht immer auf gewesen, sondern nur zu bestimmten Zeiten. And so Jerusalem was now completely secure. Also war Jerusalem jetzt vollständig in Sicherheit. However, there weren't many people in that. Aber es waren noch nicht viele Leute da drin. So most Jews lived outside the city walls. Die meisten Juden lebten außerhalb der Stadtmauern. So there would have been, while it was in the building, there'd be little advantage of them living in the city. Also während dem Mauerbau gab es keine großen Vorteile für die, die außerhalb gelebt haben. Also with there being holes in the walls. Auch dadurch, dass noch Löcher in der Mauer waren. So they lived outside the city and they lived in their farms. Sie haben also außerhalb der Stadtmauer gelebt auf ihren Höfen. But now Nehemiah wants to populate the city. Aber jetzt möchte Nehemia, dass sie in die Stadt ziehen. And so we'll have coffee. Also gehen wir jetzt zur Kaffeepause. And then we'll repopulate the city. Und dann werden wir die Stadt wieder einnehmen. Be careful with that one, right? Populate the city. Very proper.